Wer weiß, was noch passiert? Diese Frage hat sich der bayerische Ministerpräsident Söder nach dem Anschlag in München gefragt. Eins steht auf jeden Fall fest: Die Flüchtlingspolitik, so wie sie jetzt ist, soll Schluss damit sein. Es reicht. Das ist das, was passieren muss. Was ich dir in diesem Video noch einspielen werde, ich werde es gleich hier reinhauen. Und zwar wurde vor Jahren schon anscheinend vorausgesagt, dass genau so was passieren muss, damit komischerweise die AfD 2025 in die Regierung kommt, beziehungsweise 2026 sogar den Bundeskanzler stellen soll. Also das ist wirklich krass, wir werden das gleich anschauen und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Und jetzt wollen wir einmal ganz kurz reingehen, ich blende es hier ein, was uns anscheinend erwarten kann. Das ist nämlich sehr merkwürdig und es gibt anscheinend keine Zufälle, also bleib da unbedingt dran, schau dir das an. Wenn dieser Trend so weitergeht, dann sage ich voraus, dann könnte eintreten, was ein Korrespondent der FAZ, Justus Bender, in einem Buch 2017 vorhergesagt hat. Das ist unglaublich. Der hat ein Buch geschrieben über die AfD und hat gesagt, 2017, im Jahr 2021 wird Olaf Scholz eine Regierung bilden. Das war damals noch nicht jedem klar. Und die Regierung wird bis 2025 regieren und wird am Ende unbeliebt sein. Und dann gibt es einen Terroranschlag. Und unter dem Eindruck von Terror und Angst wird die AfD 28% gewinnen. Und dann werden alle demokratischen Parteien sagen, wir machen aber jetzt eine Koalition gegen die AfD. Und nach einem Jahr wird das scheitern, weil die Parteien sich nicht einigen. Und dann wird in der CDU jemand aufstehen und sagen, machen wir die Koalition mit der AfD. Und 2026 gibt es den AfD-Kanzler. Das ist in Österreich passiert. In dem letzten Monat. Das ist Österreich. Die FPÖ hat 28% bekommen. Der ÖVP-Kanzler Nehammer hat gesagt, nie mit der FPÖ, mit Kickl. Er hat Koalitionsverhandlungen geführt. Die Stimmung war so schlecht, die sind gescheitert. Die Liberalen, das ist ja das, was Frau Münstermann gerade angedeutet hat. Genau, sind gescheitert. Also die Stimmung nach gestern. Nehammer ist zurückgetreten. Der Mann, der gesagt hat, nie mit der AfD, ist zurückgetreten. Neue Leute in der ÖVP haben gesagt, okay, jetzt wird Kickl wahrscheinlich Kanzler. Das ist in Österreich eine Katastrophe, weil wir haben jetzt eine Pro-Putin-Partei, aber in Deutschland wäre das Ende der EU. Sogar das Ende der EU wird sogar jetzt schon vorausgesagt. Also ich finde es richtig krass. Ich bin super gespannt, was du dazu sagst. Lass es mich unbedingt wissen. Lass uns austauschen. Wir stellen uns das mal vor. Die AfD ist jetzt an der Macht. Alice Weidel ist Bundeskanzlerin. Was passiert jetzt? Was passiert, wenn Alice Weidel Bundeskanzlerin wird? Ein Blick in die Glaskugel. Deutschland könnte vor einer historischen Wende stehen. Eine Kanzlerin Alice Weidel würde das Land auf einen neuen, konsequenten Kurs führen, der Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität und nationale Souveränität in den Mittelpunkt stellt. Die AfD hat einen klaren Plan, um Deutschland wieder stark und unabhängig zu machen. Grenzen sichern, innere Sicherheit stärken. Eine der ersten Maßnahmen wäre die vollständige Sicherung der deutschen Grenzen. Illegale Migration soll gestoppt, das Asylsystem reformiert und Rückführungen konsequent umgesetzt werden. Deutschland soll nicht länger das Sozialamt der Welt sein. Kriminalität durch illegale Einwanderung würde damit drastisch zurückgehen und die Polizei bekäme mehr Befugnisse, um für echte Sicherheit zu sorgen. Energiewende stoppen, günstige Energie für alle. Die teuren Experimente mit erneuerbaren Energien würden beendet. Stattdessen setzt Weidel auf eine Energiepolitik, die für bezahlbaren Strom und Wirtschaftswachstum sorgt. Die CO2-Steuer würde abgeschafft, Kernkraftwerke wieder hochgefahren und die Industrie bekäme eine stabile Energieversorgung. Bürger und Unternehmen könnten endlich aufatmen, weil Strom- und Heizkosten sinken würden. Wirtschaft entlasten, Wohlstand für Deutschland. Hohe Steuern, überbordende Bürokratie und die Schikanierung des Mittelstands würden aufhören. Eine AfD-Regierung würde Unternehmen Anreize bieten und Arbeitsplätze sichern. Der Fokus liegt auf wirtschaftlicher Vernunft statt ideologischen Experimenten. Stärkere Souveränität für Deutschland. Unnötige Einflussnahme durch internationale Organisationen soll reduziert werden. Statt Milliarden ins Ausland zu geben, soll dieses Geld in Deutschlands Zukunft investiert werden. In Bildung, Infrastruktur und Rentensicherheit.
Der 23. Februar. Eine historische Entscheidung. Mit Alice Weidel als Kanzlerin würde Deutschland einen Weg der Vernunft und des Wohlstands einschlagen. Sicherheit und nationale Interessen stehen wieder im Vordergrund. Die Bürger haben die Chance, eine neue politische Ära einzuleiten. Letztendlich, wir dürfen nicht vergessen, dass egal was für Wahlversprechungen es die letzten Jahre von anderen Regierungen oder Parteien in dem Fall gab, nicht alles wurde so umgesetzt, wie es versprochen wurde. Deswegen sei auf der Hut. Ich möchte aber trotzdem auf ein paar Punkte eingehen, die natürlich sehr gut sind, meiner Meinung nach. Denn ich finde es nicht schlimm und vor allen Dingen auch gar nicht schlecht, aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre, dass Grenzen besser überwacht werden. Das sollte doch in jedem Interesse sein. Nicht, weil ich sage, oh mein Gott, da sind die wilden Tiere draußen oder sonstiges. Nein, sondern weil es leider in der Vergangenheit zu unkontrollierten Masseneinwanderungen gekommen ist. Und diese von aller Welt. Und ich bin ein sehr herzensoffener Mensch, das ist ganz klar. Aber wenn das Ergebnis unterm Strich eher dem Volk, dem deutschen Volk eher schadet, dann muss man daraus doch Konsequenzen ziehen. Und das macht jeder andere vernünftige Staat auch. Denn es gibt einfach Kulturen, die passen nicht so gut zueinander. Und dementsprechend muss das auf jeden Fall besser überwacht werden. Ganz klar. Und somit ist natürlich auch eine gewisse Folge, dass die Sicherheit wieder mehr im Land präsent ist. Und sicherlich gibst du mir recht, wenn ich sage, du möchtest wissen, wer in deinem Haus lebt. Du lässt ja auch nicht irgendwen in deine eigenen vier Wände rein, ohne zu wissen, wer das ist. Und dementsprechend finde ich es persönlich gut, wenn Grenzen besser überwacht werden. Denn die eigene Sicherheit vom eigenen Volk sollte von jeder Regierung des Landes, von jeder Regierung der Welt, egal ob es in Polen ist, in Frankreich oder sonst wo, sollte an oberster Stelle stehen. Ein weiterer Punkt, Leute, ist doch ganz klar. Wir sind doch nicht das Sozialamt der Welt. Natürlich ein abgedroschener Spruch, aber letztendlich ist es doch Fakt. Wie oft hört man immer wieder junge Menschen, die nach Deutschland kommen wollen, weil sie nichts dafür tun müssen, um ihr Geld zu verdienen. Come to Germany, you don't have to work. Die reden das in die Kamera. Du musst nicht arbeiten und bekommst sogar Geld. Das ist ja ein Traum für jeden, der nichts aus seinem Leben machen möchte. Aber auf der anderen Seite natürlich diejenigen, die sich den Arsch aufreißen sozusagen und sich krummbuckeln von 9 bis 5 oder länger noch einen zweiten Job haben und Rentner noch Flaschen sammeln müssen, damit sie ein bisschen noch besser über die Runden kommen, obwohl sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben. Das kann nicht sein, dass dann wildfremde Menschen, die noch nicht mal wirklich auch unbedingt aus der Not heraus flüchten müssen, sondern einfach nur, weil sie vielleicht ihr Geld vom Staat sozusagen geschenkt bekommen, da hört der Spaß auf, meine Freunde. Und wenn es eine Partei gibt, die sowas umsetzt, finde ich es persönlich sehr gut. Energiewende, Leute. Es ist doch Fakt. Deutschland war ein starkes Industrieland. Und mit Windenergie kann man leider nicht diesen Standard halten. Und dementsprechend schaut in die Welt hinaus. Frankreich, Japan, alle Industriestaaten der Nation, der Welt setzen auf die klassischen fossilen Arten der Energie. Und dann kann man natürlich immer noch parallel das Neue reinbringen. Wenn man dann eine gewisse Strategie fährt und Ergebnisse sieht, dass man das Ganze vielleicht herabsetzen kann, okay, aber doch nicht, wie es die Regierung gemacht hat, sofort alles stilllegen und nur noch alles auf Windenergie setzen. Und dementsprechend finde ich auch diesen Punkt gut. Und ein letzter Punkt von mir, ganz klare Geschichte, die ganzen Steuergelder, Milliardenhilfe, egal ob es finanzieller Natur ist oder natürlich auch in Form von Waffen, Munition in alle Welt verschicken, beziehungsweise speziell nach Osten, nach Ukraine, an die Front. Das ist wirklich sehr zu bedenken. Und jetzt weiß ich, und es soll natürlich auch ein Austausch sein. Und du darfst gerne deine Meinung und du sollst deine Meinung auch gerne kundtun, auch in den Kommentaren. Es ist doch klar, dass jeder Mensch seine Freiheit haben möchte. Aber als ehemaliger Soldat kann ich sagen, die Freiheit wird nicht am Hindukusch verteidigt. Die Freiheit wird auch nicht in der Ukraine verteidigt.
deine Freiheit, der in Deutschland sitzt. Nein, sondern die Freiheit muss in Deutschland und die Sicherheit muss in Deutschland gewährleistet werden. Wenn man ein eigenes Militär hat, was relativ schwach ist, wenn man seine eigenen Grenzen nicht zu sichern vermag, aufgrund von Personalmangel, weil man vielleicht unterbezahlte Jobs anbietet, ist es doch klar, dass kein Mensch dann sowas machen möchte. Und dementsprechend sind diese Punkte, und das sind nur ein paar Punkte, wenn die umgesetzt werden würden, eigentlich eine gute Sache. Und ob das jetzt von der AfD ist, ob das von der SPD oder sonst welche Partei ist, das gehört meiner Meinung nach ins Grundgesetz, dass das eigene Volk als allererstes steht. Lass mir deine Meinung da.